EU-Länder kaufen es nur so, die Amerikaner auch. Telekommunikationsnetzwerke wird man nur mit zugehörigem Überwachungssystem los, damit staatliche Stellen im Bedarfsfall mithören können. Auch der Iran wollte das ganze Paket, als er bei der finnisch-deutschen Firma Nokia Siemens Networks bestellte. Die baute im Iran ein Telefonnetz auf und lieferte dem staatlichen Telefonanbieter Spionagetechnik gleich mit. Kriegen die anderen Kunden ja auch so, sagt Siemens. Doch ein Land, das an der Atombombe baut und seine Regimekritiker verfolgt und tötet, ist eben kein Kunde wie jeder andere. Joachim Barz und Reinhard Lasker zeigen, wie deutsche Technik in den Dienst von Unterdrückern geriet. Immer wenn die Exil-Iranerin Sepideh ihre Eltern in Teheran anruft, hat sie Angst. Als verfolgte Regimekritikerin floh sie nach Berlin und weiß, die iranische Polizei hört die Telefonate ihrer Familie ab. Und das mit deutscher Hilfe, denn Nokia Siemens Networks lieferte deutsche Überwachungstechnik in den Iran. Sie haben das verkauft und dieses Regime und diese Staat hat das gegen die Menschen auch benutzt. Das wissen Sie auch? Ja, das ist ganz klar. Nokia Siemens lieferte 2007 und 2008 Telefonanlagen in den Iran, inklusive Abhöranlagen, sogenannte Monitoring Center. Die können Gespräche aufzeichnen, SMS-Nachrichten abfangen und feststellen, wo genau sich ein Handy befindet. Die Mullahs konnten dort live verfolgen, wo sich die Leute in Teheran zusammenfinden zum Protest. Die haben das gesehen im Telefonienetz, weil sich einfach so und so viele Handys in einer bestimmten Funkzelle plötzlich befanden und die waren aktiv. So stellen Regimekritiker im Iran immer wieder fest, dass sie systematisch ausspioniert werden. Wenn Oppositionelle Kundgebungen über SMS-Nachrichten organisieren, dann liest die Polizei mit. Die Folge: reihenweise Verhaftungen. Ich wurde während einer Kundgebung festgenommen. Und im Verhör zeigten mir Polizisten dann eine Liste mit SMS-Nachrichten, die ich versendet hatte, und auch eine Liste mit den gewählten Telefonnummern. Sie hatten Abschriften meiner Telefonate. So wie die Polizisten mich in der Haft befragten, merkte ich, dass meine Telefonate abgehört wurden. Deshalb wussten die Geheimdienstleute schon immer, wo die Kundgebungen stattfinden sollten. Erstmals schildert ein ehemaliger Mitarbeiter von Nokia Siemens gegenüber Frontal 21, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Nokia Siemens und iranischen Sicherheitsbehörden war. Der Mann, der nicht erkannt werden will, war im Iran dabei, als ein sogenanntes Monitoring Center installiert wurde. Das System wurde 2007 getestet und in Betrieb genommen. Und zwar von den Sicherheitsorganen. Das Monitoring Center ist zwar Teil des Netzes, steht aber gar nicht beim Netzbetreiber, sondern bei den Sicherheitsdiensten. Von dort aus gibt es eine Leitung zur Telefongesellschaft und der gesamte Datenverkehr wird dann vom Geheimdienst überwacht. Nokia Siemens bestätigte die Lieferung im Juni 2009, spielte den Vorgang jedoch herunter. Geliefert worden seien, Zitat, gesetzmäßige Abhörmöglichkeiten ausschließlich zur Überwachung von Ortsgesprächen im Iran. Und das Monitoring Center, das von Nokia Siemens Networks geliefert wurde, kann keine Auslandsgespräche überwachen. Das stimmt nicht, sagt der ehemalige Nokia Siemens Mitarbeiter im Iran. Natürlich werden auch Auslandsgespräche abgehört. Das Gespräch wird aufgezeichnet, völlig egal, woher es kommt. Dabei dürfte es nach dem firmeneigenen Verhaltenskodex Lieferungen an Diktaturen wie den Iran gar nicht geben. Denn hier heißt es, Zitat, Nokia Siemens Networks respektiert die Würde des Menschen und setzt sich für die Förderung der Menschenrechte ein. Doch winkt ein gutes Geschäft, sind die hehren Ansprüche offenbar schnell vergessen. Proteste von Menschenrechtlern am Rande der heutigen Siemens-Hauptversammlung lassen die Konzernbosse kalt. Auf Nachfrage von Frontal 21 erklärt Siemens-Vorstandsmitglied Joe Kaeser zu den Abhörgeschäften von Nokia Siemens Networks, kurz NSN. Es gibt heute für uns keinen Grund anzunehmen, dass NSN sich rechtswidrig oder nicht ordnungsgemäß verhalten hat. Siemens verteidigt noch das Geschäft mit dem Unrechtsstaat Iran. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Günter Noke, hat dafür kein Verständnis. Er fordert, solche Technik auf die Embargo-Liste zu setzen. Es handelt sich um eine Waffe. Ja, natürlich wird der
Kampf heutzutage nicht nur mit Kalaschnikows ausgetragen, sondern auch mit moderner Technik. Und private Firmen haben ja eine hohe Verantwortung, nicht nur die klassischen Rüstungsfirmen, sondern auch solche Firmen wie Siemens. Und ich persönlich habe daran ein Interesse, aber die Bundesregierung auch, dass wir deutlich machen, dass wir hier nicht die falschen Leute unterstützen. Doch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle zeigt sich an schärferen Ausfuhrbestimmungen wenig interessiert, erklärt sich für nicht zuständig und lässt schriftlich mitteilen, Zitat: Eine etwaige Ausweitung der Ausfuhrbeschränkungen muss auf EU-Ebene beschlossen werden. Nokia Siemens erklärt gegenüber Frontal 21, man habe die Sparte Abhörtechnik im April 2009 verkauft. Im Übrigen sei man der festen Überzeugung, Zitat: dass Mobilnetze Transparenz und Demokratie fördern. Nach Frontal 21 Informationen kümmert sich Nokia Siemens weiterhin um den reibungslosen Betrieb der Anlagen im Iran. Das System muss laufend gepflegt und aktualisiert werden. Da gibt es entsprechende Wartungsverträge. Nokia Siemens ist dafür verantwortlich, das ständig weiterzuführen. Je nachdem, wie lange der Servicevertrag läuft, in der Regel 2 bis 5 Jahre. Also auf Jahre hinaus müssen iranische Regimegegner mit der Bedrohung leben, ob in der Heimat oder im Exil. Ich frage mich als ein Iraner, der in Berlin wohnt, wie die deutsche Regierung das zulassen kann, dass solche Technologien nach Iran geliefert werden. Und die Menschen, die im Iran für die Freiheit und für die Menschenrechte kämpfen, in den Gefängnissen gefoltert werden und ums Leben kommen. Weil Geschäft wichtiger ist als Moral.